Lieber Jonas Kaufmann, was verbindet Sie mit José Carreras und seiner Leukämie-Stiftung? Als Kind war ich schon ein großer Opernfan. Natürlich hatte ich damals niemals geglaubt, einmal selber auf der Bühne stehen zu können oder geschweige denn so eine Karriere zu erleben. Und natürlich war ich ein großer Fan von José Carreras und habe das damals alles sozusagen live mitbekommen, mit seiner Krankheit, mit seiner Heilung, mit seinem Comeback. Es war nicht nur für mich, sondern für jeden unglaublich beeindruckend zu sehen, mit welcher Willenskraft José sich den Weg zurück auf die Bühne erobert hat und wie viele erfolgreiche Jahre Karriere ihm danach noch geschenkt waren. Und ich glaube, dieses Ereignis ist etwas, was vielen Leuten auch heute noch in starker Erinnerung ist. Und insofern ist das Ziel von José Carreras ein sehr verständliches und eines, das wohl jeder unterstützen möchte, nämlich, dass alle Menschen diese zweite Chance haben, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, am Ende dieses schwierigen Weges wieder in einem normalen und erfüllten Leben zu stehen. Sie sind ja seit 2017 auch Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung. Wie gehen Sie persönlich mit dem Thema Krankheit und Krise um? Ich selbst habe Gott sei Dank keine wirklich schwerwiegenden Krankheiten gehabt, in meinem ganzen Leben nicht. Ich bin also wirklich extrem glücklich bisher durchs Leben gekommen. Natürlich hatte ich auch meine Krisen und Schwierigkeiten und die kleinen Stimmbänder sind das, was meistens die Sorge bereitet. Und auch wenn die so klein sind, so bedeuten sie für mich doch eine ganze Welt. Und insofern muss man auch lernen, mit solchen Krisen umzugehen, auch wenn sie vielleicht das Leben nicht bedrohen, aber zumindest das Leben so bedrohen, wie ich es kenne und wie ich es gerne hätte. Und ohne Singen, ohne Musik kann ich mir ein Leben eigentlich gar nicht vorstellen. Insofern habe ich auch lernen müssen, Monate oder bei mir waren es Gott sei Dank maximal ein halbes Jahr, in denen ich nicht singen konnte oder nicht auftreten konnte. Und allein das schien mir schon eine Ewigkeit zu sein. Wie sehr müssen dann Menschen leiden, die jahrelang auf die Besserung warten, in der Hoffnung, dass die Krankheit irgendwann besiegt werden kann bei ihnen. Insofern kann ich vielleicht nur ganz wenig, aber doch ein bisschen mitfühlen. Und umso mehr ist dieses Engagement als Botschafter für mich besonders wichtig. Vielen Dank für das Interview und Ihnen persönlich alles Gute. Dankeschön. Lassen Sie uns gemeinsam für eine gute Sache kämpfen. Retten Sie Leben. Seien Sie mit dabei. Spenden auch Sie.